glaube, es wurde mir in eine Wiege gelegt. Mein Papa kam von tschechischen Mopeds, Java-Mopeds, dann direkt zu Skoda und das Leben lang Skoda gefahren. Skoda ist modifiziert und das habe ich von klein auf mitbekommen und ja, dann war klar, das erste Auto wird ein Skoda und so ging das weiter und weiter. Und man sollte dann der erste Oldie auch mal sein und daraus ist dann eine Sammelleidenschaft entstanden. Ja, ich bin Toni, komme aus Aschersleben und habe eine riesige Skoda-Macke. Bock auf Altblech? Dann komm am 6.9.25 in den Museumspark Rüdersdorf und feiere mit uns zu Live-Musik. Alle Infos zum Event findest du auf www.got25.de. An Skoda fasziniert mich eigentlich schon, dass es einer der ältesten Automarken der Welt ist, was viele nicht auf dem Schirm haben, älter als VW. Und darum sind so viele Heckmotormodelle. Mich interessiert hauptsächlich an Skoda die Zeiten mit den Heckmotoren. Da wurde viel Motorsport betrieben, erfolgreich Motorsport betrieben. Und da ist es die Form und das Konzept eigentlich, was mich wirklich anmacht. Und darum. Mein erstes Auto war ein 96er Skoda Felicia Sondermodell, Laurin und Clement. Kennen vielleicht viele, das Sondermodell gibt es ja heute immer noch. Beim Felicia ging das los mit Felicia Sonderlackierung und Lederausstattung. War ich super happy, das Auto war schon ein bisschen vorbereitet. Mein Vater hatte dem vorher schon Tiefer und R&H Klassikfelgen drauf. Und ich bin 18 geworden, durfte den übernehmen und wir haben ihn noch ein bisschen verfeinert gemeinsam. Dann sollte als allererstes mal noch so ein Winterauto, ein Felicia Pickup ran. Mit dem ist es dann aber völlig eskaliert. Es ist kein Winterauto geworden, sondern es war so ein richtiges Tuning-Fahrzeug. Wir waren damit in Tschechien zu vielen Skoda-Treffen, Pokale gewonnen, bis in Prager Tuning Cup oder Prager Car Festival jährlich gewesen. Und ja, war eine wilde Zeit, aber irgendwann war irgendwie das Interesse weg, rein in dieses, ich mache jetzt hier so ein Arbeitspickup als Tuning-Showcar. Und dann sollte so ein erster Skoda Heckmotor Oldie her. Und dann ging es los mit dem türkis himmelblauen Skoda 120L. Ich habe meinem tschechischen Bruder Radek erzählt, dass ich jetzt reif bin für einen Skoda Heckmotor, suche einen Skoda Oldie. Es sollte dann sowas sein, was er auch hat. Er hat einen 120 RS. Und das habe ich auch meinen besten Kumpel Tomasz aus Prag, jetzt Pilsen, auch erzählt. Und wir haben uns beim Skoda-Treffen in Doxy getroffen. Und auf dem Weg dahin hat Tomasz beim Autohandel, ganz normalen Autobazar, Gebrauchtwagenhandel, den stehen sehen. Was, du suchst sowas? Ich habe sowas stehen sehen. Auf dem Rückweg ist Radek gleich vorbeigefahren, hat sich das Auto schon mal über den Zaun angeguckt, Fotos. Sofort war die Liebe da, er war so, wie ich ihn eigentlich haben wollte. Ziemlich unverbastelt. Wenig Ausstattung war mir irgendwie damals wichtig, was sich dann im Laufe der Zeit noch ändern sollte. Ja, und dann haben wir eigentlich relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht und Radek hat den für mich dann besorgt, sag ich mal, die Papiere alles fertig gemacht, dass wir nur noch hingekommen sind und haben auf einer Achse dann auch abgeholt. War ein ziemlicher Glücksgriff, sollte ich später rausstellen. Ich bin offiziell erst der zweite Besitzer. Wurde über Moto Techna Rakovnik verkauft an einen älteren Herrn. Der ist dann verstorben, der hat noch mal ganz kurz der Sohn gehabt, aber kein Interesse zum Autohandel. Und beim Autohandel war ich dann da und ja, offiziell der zweite Besitzer.
Ja, die Vorstellung war eigentlich relativ schnell klar. Er soll ein bisschen runter, soll ein bisschen tiefer, ein bisschen andere Räder dran. Zu der Zeit war das schon so, sag ich mal, das was sein musste, eine verbreiterte Stahlfelge. Das haben wir selbst gemacht. Und dann war zu der Zeit auch anfangs super hip, die Stahlfelge musste eine andere Farbe haben. Und ja, irgendwie sind wir dann, Rot passt super zu dem Himmelblau. Dann waren es tiefe, breite Stahlfelgen in Rot mit den originalen verchromten Skoda-Deckel. Vorne damals noch Einzelscheinwerfer, einfach rund mit gelber Folie. Und das war, glaube ich, auch schon das Erste, was so. Der Rest war alles, Karosse sollte so gut wie möglich original bleiben. Wie er damals bei dem Verkaufsplatz stand, wirkte er eigentlich beim Ankauf wie so eine graue Maus. Der hat viel Politur gesehen und nochmal und nochmal und nochmal. Da hatte man im Laufe der Zeit, wahrscheinlich ist bei dem Opi vorher mal in der Garage was aufs Dach gefallen, hatte eine vordere Ecke irgendwie so einen Schaden und die haben sich dann entschieden, wir war zu der ganz damaligen Zeit wahrscheinlich wir imitieren so ein Vinyldach, so ein Lederdach gab es auch, Exportvarianten. Da war aber, wenn das Original ist, eigentlich die C-Säule noch mit im Leder. Und das haben sie versucht zu imitieren und hatte somit ein mattschwarzes Dach. Mein Glück war, dass das nur, sag ich mal, nicht perfekt gemacht wurde und über die Jahre die Sonne diesen matten Lack, Vinyllack so ein bisschen schon angehoben hat und ich habe dann in vielen Stunden in der Garage, wahrscheinlich schon fast am Rausch gewesen, mit viel Verdünnung, das Schwarz irgendwie runterbekommen. Wir sehen, dass vorne auf der Ecke ein kleiner Schaden ist, das konnte man beilackieren und dann wieder viele Stunden das Dach wieder versucht, so ein bisschen auf Glanz zu kriegen. War verrückt, aber bin heute froh, dass wir das gemacht haben, die Arbeit auf uns genommen haben, weil das mit dem mattschwarzen Dach, das war es nicht. Ja, ich bin eigentlich besonders stolz, dass ich es irgendwie komplett durchziehen konnte, dass das Auto jetzt das ein Erscheinungsbild hat eines englischen Skoda 120. In England hießen sie Super Estelle. Er hat überall die Typenbezeichnungen in den C-Säulengittern, die Skoda-Schrift, alles was so das englische Modell hatte, passt ringsrum dazu. Und besonders stolz bin ich auf die Exportinnenausstattung vom 120 GLS, muss das sein. Wahrscheinlich irgendwo Export Richtung England oder Frankreich gab es mal ganz kurz selten diese rote Veloursitze. Und auch stolz bin ich auf die 120 LS Edelstahlleisten rings um die Fenster. Das macht das ganze Modell ein bisschen luxuriöser. Und war zu dieser Zeit, wenn man das hatte, war das schon was. 120 LS oder GLS, das war das Beste aus dieser Modellreihe. Besonders stolz bin ich natürlich auch auf die Revolution Classic Line Wheels, echte Dreiteiler, auch aus England. War ein super Glücksgriff, damals über eBay, keine Ahnung, völlig wirr, auch inseriert, aber der Lochkreis passte. Und habe zugegriffen und das ist wie Arsch auf Eimer, es passt perfekt zum Skoda 120 mit schmalen Achsen. Auf den späteren Facelift-Modellen passt es nicht, ich habe es probiert, ist dann alles zu breit. Weil diese riesen, also die vorderen Felgen haben eine ET5 und die hinteren eine ET-6 oder so. Das würde sonst, also es passt wirklich nur bei dem, alles andere wäre es zu breit. Bin ich besonders stolz, dass man da nicht mit irgendwelchen Adaptern rumeiert, dass das Original Lochkreis geblieben ist. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Ja, nachdem ich dann endlich glücklich war mit dem Skoda Oldtimer, ging es im Kopf irgendwie, ja, Skoda Oldtimer, dann fühlt sich an wie so ein Sammler, was kann man noch sammeln, was ist selten? Und war eigentlich relativ klar, was ist das Seltenste, was man bei Skoda sammeln kann, das ist Skoda Cabrio. Und dann ging es eigentlich schon, die Suche schon nach einem Heckmotor Cabrio, aber damals wie heute auch unmöglich. Und plötzlich ist mir über eBay Kleinanzeigen der Skoda Favorit Cabrio immer im Weg gelaufen, aber das war eine mächtig langweiliger Abend und ich war bei eBay Kleinanzeigen und hatte eigentlich keinen Filter drin, außer Skoda und Autos und habe alle Seiten durchgescrollt und plötzlich eine Annonce, furchtbar schreckliche Bilder und der Text, ich biete euch einen Roadster an. Da stand weder Skoda noch MTX Roadster, wie die Fahrzeuge eigentlich heißen. Ich biete euch einen Roadster an. Im Text
er fährt das Fahrzeug einmal jährlich auf seinem Grundstück, er kann es aber nicht behalten oder ihm fehlt die Zeit und so. Naja, sehr, sehr schlechte Bilder am Telefon, auch ein wirrer Kontakt. Es hörte sich eigentlich an, als wenn er ein Großgrundbesitzer wäre und fährt dieses schöne Cabrio einmal jährlich, damit er sich nicht kaputt steht auf seinem Grundstück. Als ich natürlich dann hinkam, war es ein Gartengrundstück, ähnliches Grundstück direkt an der Autobahn in Berlin. Das Navi fand die Adresse gar nicht, es war eigentlich an einem Feldweg und da lag das gute Stück nur mitten auf dem Rasen, so halb eingewachsen, Scheinwerfer angelaufen, innen alles nass so, und im katastrophalen Zustand. Mehrere Schichten Farbe drauf, aber alles nur gepinselt. Ich fand obenrum alles matt schwarz, die Spoiler sind matt gelb und Yamaha-Zeichen vorne im Grill und irgendwelche Sport-Gurtschoner und so. Also das war völlig katastrophal. Aber ich wusste, die Chance kriegst du nur einmal und ich wusste auch, dass der Preis einfach unschlagbar ist. Und wann, wenn nicht jetzt. Also haben wir mitgenommen, auch auf eigener Achse, am 2. Dezember nach Aschersleben geholt und kurz vor Aschersleben dann das erste Mal Cabrio-Feeling, komm, wir machen mal auf. Naja, und dann sind wir die letzten 15 Kilometer am 2. Dezember mit Verdeck offen nach Hause gefahren. Er hat es geschafft, auch wenn die Technik, was uns später dann klar wurde, überhaupt nicht so zum Fahren geeignet war, aber er hat es geschafft und wir waren super happy. Wir haben ein Cabrio in unserer Sammlung. Ja, erstmal rein in die Werkstatt bei meinem Vater und dann ging es los, erstmal alles auseinander. Schon gleich mal Rücksprache mit dem Lackierer gehalten. Der sagte, es muss alles runter. Keiner weiß, wann war da mal wirklich ein Lack, der gut war und der angeschliffen wurde. Weil es sah danach aus, dass alles nur immer wieder überpinselt wurde. Also alle Teile ab, alles runter. Die seltenen Verspoilerungen, die zum Cabrio gehören, ab, weil drunter dann sich der Rost befand, den wir auf jeden Fall bekämpfen mussten. Er hat neue Schweller bekommen. Im Motorraum waren teilweise Löcher bis ins Rathaus runter und sowas. Also einige Schweißarbeiten. Und als wir dann fertig waren mit Schweißarbeiten und den Lack wirklich mit Abbeizer und Verdünnung und Schleifen wirklich bis aufs Blanke runter hatten, ging er dann eigentlich schon zum Lackierer. In der Zeit beim Lackierer war ich so ein bisschen auf der Suche nach seltenen Teilen. Immer irgendwas muss was Besonderes sein. Gott sei Dank über Skoda Teile Berlin einen seltenen Doppelscheinwerfersatz bekommen. Der letzte, der da irgendwie auf Lager lag, schnell zugegriffen und das war auch so ein Glücksgriff. Dieses Doppelscheinwerfer-Ding gab es nur für Skoda Favorit Top X Modelle für Belgien, Frankreich, Luxemburg, Favorit Sportmodelle. Also das ist, glaube ich, das, was das Auto auch ausmacht. Den Original-Scheinwerfer hatte ich ganz am Anfang mal drin, so ein bisschen in schwarz, aber das hat nie so gewirkt wie die Doppelscheinwerfer. Die erste Zeit war da erstmal nur ein nutenverstellbares Motorsportfahrwerk aus Tschechien drin. War ich auch super zufrieden. Aber dann einen anderen Felgensatz, dann war es nicht tief genug. Dann da noch mal was optimiert, dass es noch weiter runterkommt. Aber irgendwie war ich dann nachher an den Grenzen, dass ich zu oft die seltene Stoßstange eigentlich schon fast zerstört habe. Und dann habe ich gesagt, also ja, ich hätte es gerne tiefer, das Auto kann ruhig da liegen, aber nicht Static, da machst du nur mehr kaputt. Also habe ich mich gekümmert, irgendwie muss das Ding Luft bekommen. Aber beim Skoda Favorit ist es nicht so, dass du da bei eBay Kleinanzeigen oder eBay eingibst, ich brauche ein Luftfahrwerk für den Skoda Favorit. Und dann musst du dich irgendwie selber kümmern und das ist uns auch ganz gut gelungen mit Komponenten vom TH Technics für Golf 3, Polo 6N, Golf 1, GTI, so viele Sachen gemixt und geguckt, was passt. Und so bin ich zum Fahrwerk gekommen, was auch super funktioniert. Es fährt trotzdem sehr straff, hat eine Gewindevorstellung, also ich bin super zufrieden. Ja, Innenraum war klar, das ein Favorit der ersten Serie eigentlich war, der als Cabrio diente. Die hatten die alle noch so dieses braune Armaturenbrett, das war aber auch schon
für eine Handyhalterung zerbohrt und sowas. Und war klar, wir rüsten um auf Facelift, also das schwarze Armaturenbrett. Und dementsprechend musste alles andere auch in schwarz nachziehen, schwarzer Teppich und die Türverkleidung dann in fast Originalstil, aber in Echtleder bezogen. Und dann haben wir ein paar Ledersitze gesucht, die aber äußerst flach sind, weil das Cabrio auch unter den Sitzen auch versteift ist. Braucht man eine sehr flache Sitze, damit man noch flach sportlich sitzt. Und den flachesten sportlichen Sitz, den ich finden konnte, waren diese Porsche-Sitze, auch im gleichen Leder bezogen. Und bin ich auch super happy, kann man auch nach vorne klappen. Das haben die originalen Sitze alles gar nicht. So kommst du auch mal hinter die Sitze problemlos. Also bereue ich nicht, bin ich echt happy mit. Passend dazu dann auch das gleiche Leder auf Armaturenbrettteile so ein bisschen verteilt, dass es da noch ein bisschen hochwertiger wirkt. Tachoscheiben sind original auch so bräunlich. Damit es ein bisschen schicker ist, gab es da weiße Tachoscheiben mit dem eigentlichen MTX Roadster Logo. Besonders stolz bin ich da eigentlich auch auf diesen elektronischen Zusatzdrehzahlmesser in der Mitte. Kann man zum einen sich die Drehzahl digital anzeigen lassen, aber auch Batteriespannung kontrollieren. Ist so ein kleines Gimmick, Sonderzubehör damals für den tschechischen Markt. Zum Thema Felgen hat das Auto schon ein paar Sätze mitgemacht. Unter anderem war die erste Variante OZ Turbo in 7 und 7,5x15. Die waren ganz cool, aber vom Zustand nicht gut genug. So. Darum haben die eigentlich bloß die Aufbauphase so ein bisschen mitgekriegt und kamen dann nochmal runter. Danach habe ich mal kurz zu Lenso BSX gegriffen, weil es die damals recht günstig neu gab und es war ein super Maß, was da gut drauf gepasst hat in 7 und 8x15. Zwischenzeitlich waren die XR4 Longchamp drauf. War ich sehr zufrieden, stehen im Auto gut, kennt man mehr so aus der japanischen Szene, aber steht dem Škoda Fabrik Cabrio, finde ich, äußerst gut. Ja, um das aber noch ein bisschen aufzuwerten, habe ich dann lange Zeit nach passenden BBS RS gesucht. Die sind aktuell drauf, BBS RS in 7x15 ET25 vorn und 7x15 ET16 hinten. Zusammen mit Lancang Semislicks 165, 50, 15. Ich finde, steht dem auch sehr gut, macht das Ganze ein bisschen edler, aber ja, ich bin manchmal gewillt, wieder umzuswitchen auf die XR4 Longchamps. Zum Motor kann ich sagen, ich hatte zu der Zeit, als wir das Cabrio aufgebaut haben, so ein Felicia, auch wieder Larinen Clement Leder Felicia als Schlachter da. Er hatte einen Fronttreffer. Lohnte sich aus damaliger Sicht, das nicht zu machen. Heute hätte man vielleicht anders entschieden. Und das ganze Technikpaket aus dem Felicia ist dann in das Cabrio gekommen, sprich fast gleicher Motor mit etwas mehr Leistung, aber eben frischer, weniger Kilometer und das passende Getriebe dazu. Das komplette Technikpaket, Lenkung, alles von Felicia, alles ein bisschen frischer als das vom Favorit. Ja, Serie hat der Felicia mit Cut und Steuerteil und sowas, 68 PS. Hier ist die Variante dann ohne Steuerteil mit vernünftigem Vergaser, Fächerkrümmer und vernünftigen Auspuff. Gemessen haben wir es nie, aber ich denke so, wir sind dabei 85 PS vielleicht. Besonders stolz auch wieder, lange gesucht, ich wurde viele Jahre gesucht, die Zweifarben heller Heckblende am Heck. Wahnsinnig schwer zu bekommen, die Tschechen schreiben schon als Kommentare in sämtlichen Verkaufsinseraten nur erhältlich gegen Tausch mit einer Niere. Ja, das musste ich dann auch feststellen, aber hatte ich mal eine gebrauchte, die so ein bisschen aufgehübscht war, viel zu teuer und ist dann trotzdem noch nicht in meine Hände gekommen. Und jetzt über die letzte Wintersaison hatte ich ein wahnsinniges Glück und konnte einen ehrlichen Verkäufer finden, der die Heckblende original verpackt, nagelneu und dazu noch passende Sportline-Rückleuchten, wie sie auch drin sind, nagelneu verpackt, wirklich verkaufen wollte und nicht nur gucken wollte, oh, wer bietet was, sondern er wollte wirklich verkaufen. Da nochmal Danke an meinen Bruder Radek, der das selbst abgeholt hat und mir die Abholgeschichte beschrieben hat. Das war so ein bisschen wie, naja, wie so ein Mafia-Ding. Sie haben sich auf dem Rastplatz getroffen, dann ging es erstmal einen Kaffee trinken, die Taschen gefüllt mit den Teilen. Nach dem Kaffee wurde das übergeben, guckst dir bitte vorsichtig an und dann Geldübergabe und dann das Kaffee gemeinsam
verlassen. Wilde Geschichte, aber ich bin super happy. Ich habe eine nagelneue Heckblende und ja, ich glaube, eine gebrauchte hätte ich vielleicht gesammelt, aber auch nicht dran gemacht. Das Fahrzeug ist so gut im Zustand, dass das auch eine nagelneue sein musste. Nachdem ich mir den Traum vom Cabrio erfüllt hatte, war wirklich happy damit. War wieder so die Lust, man könnte noch was sammeln, noch was Seltenes. Was gibt es auch wieder Seltenes in der Skoda Produktpalette? Ein Skoda Coupé sollte es sein. Mein Papa fährt schon ein Skoda 135 Rapid Coupé von Baujahr 89. Nochmal das gleiche in der Familie wollte man nicht. Also habe ich den Vorgänger gesucht, Skoda 110R Coupé vom Baujahr 74. Bin auch relativ, naja, schnell fündig geworden und das auch hier in der Nähe. Komischerweise musste ich diesmal nicht weite Wege fahren und habe ein Coupé gefunden im vermeintlich guten Zustand. Ja, nachdem dann aber so spezielle Arbeiten erledigt waren, stellte sich doch raus, wir müssen doch lackieren. Es waren so viele Teile einfach, wurde schon mal geklempnert, aber die wurden schlecht angebaut und somit muss man doch jedes Teil, jeden Kotflügel mal anfassen und dann war da der Lack schlecht und da was abgegangen. Letztendlich haben wir alles gerichtet, dass wir vernünftig Spaltmaße haben, dass das Auto gut dasteht und dann hat er doch nochmal eine Komplettlackierung bekommen und die seltene, was heißt seltene, eigentlich gehört sie zum Coupé, die 110R Front mit den 4 Scheinwerfern, war beim Kauf leider nicht drin, wo der damals mal Anfang der 90er hieß es, geklempnert wurde, war das wahrscheinlich nicht verfügbar. Habe ich wiederum lange gesucht und in Tschechien dann fündig geworden. Allein so ein Frontblech, ich glaube damals waren es 400 €, mittlerweile sind sie inseriert für 700, 800 €. Die Preise gingen da nach oben, weil es selten ist. Aber das musste rein zum Coupé, hört diese 4-Augen-Front. Ja, und dann, ja, weil das ja die Motorsportlegende ist von Skoda, mit dem Skoda 130 RS ist ja Skoda 1981 Tourenwagen Europameister geworden, sollte es auch ein bisschen in die Motorsportschiene gehen. Darum hat er auch so ein paar Sachen dran, wie den Clubsportbügel, Carbon Motorsport Frontspoiler und Querauspuffanlage am Heck und so. Das sollte alles ein bisschen stimmig sein, dass es auch in die Motorsportrichtung geht. Also Motor ist da vom nächsten Modell, wie der türkisblaue eigentlich ist ja so. Original ist da 1,1 Liter drin und der hat vom nächsten Modell den 120 RS Motor bekommen, auch mit Fächerkrümmer und Sportauspuffanlage. Aber leistungstechnisch lässt sich schwer abschätzen. Das Auto ist super leicht, macht Spaß. Ich denke mal so, wir sind so 65 PS vielleicht. Zum Interieur, da musste ich auch einiges machen. Im Zuge dieser ja, Auffrischung vom Vorvorbesitzer in den 90er Jahren sind da auch Sachen passiert, die da hätten nicht passieren dürfen. Wahrscheinlich in Anlehnung an Manta Manta oder ich weiß es nicht genau. Der hatte Recaro-Sitze drin, erstmal ganz cool, aber die Recaro-Sitze waren die Sitzwangen beige und das in der Mitte war pinkes Leder. Dazu Bordeaux-roter Fahrgastraumteppich. Und Türverkleidung im gleichen pinken Leder, einfach glattes Leder, Türverkleidung da irgendwie, ja, ich würde sagen fast selbstbezogen. Im Kofferraum ging es weiter mit so Bordeaux-roten Teppich, Motorraum war rot gepinselt, also wilde Farbkombi, beige war ja schon. Und darum musste ich da nochmal voll angreifen, was sich auch gar nicht so einfach herausstellte. Die Autos waren zu der Zeit auch schon alt. In Deutschland keine Chance, irgendwelche Sitze zu kriegen. Und habe dann auch wieder über tschechischen Internetseiten ein paar gebrauchte, gute Sitze bekommen, die auch die ersten Jahre bei uns standgehalten haben. Wir waren glücklich damit, aber ja, so oft rein und raus, irgendwann waren auch die rissig. Und somit hat das Fahrzeug noch einmal komplett vorne und hinten frisch bezogene, im Originalstil Ledersitze bekommen. In dem Atemzug dann auch die Innenradhäuser im Fahrgastraum haben, was der 110 LS und die 110R eigentlich so hatten, so ein Karo-Leder bekommen, Hutablage im passenden Karo-Leder und im Kofferraum die Kofferraummatte auch im passenden Karo-Leder.
passt alles ein bisschen zusammen, passt zur Zeit. Hatten die so auf den Innenradhäusern vor allem original dieses Karo-Leder. Passend dazu haben wir, das war unsere Idee, dann noch das Armaturenbrett, was eigentlich sonst nur ein schwarzes Blech ist, wo die Instrumente dann drin sitzen, haben wir in dem gleichen Leder bezogen. Passt alles noch ein bisschen mehr zusammen. Die Instrumente ein bisschen aufgehübscht mit roten Nadeln, dass es alles ein bisschen sportlich aussieht. Ja, mit dem blauen Cabrio war es eigentlich schon so ein Jugendtraum. Das, keine Ahnung, ich glaube schon in der Ausbildung habe ich die ersten Versuche gestartet, da irgendwie so an so ein Ding ranzukommen. Skoda Cabrio sollte es sein mit Heckmotor, dann hat es ja erst mit dem roten Cabrio geklappt. Und die Versuche damals in der Ausbildung sind einfach am Geld gescheitert. Und irgendwie ja, zig Jahre später hatte ich die Chance, aus Sammlerhand eines Tschechen zu dem Cabrio zu kommen. Der musste es leider verkaufen, aufgrund von Trennung der Frau und Auszahlungen und sowas. War er gezwungen, das zu verkaufen und ich konnte zuschlagen. Das Auto war noch so richtig inseriert, sondern es lief ja, über Freundschaften. Kam die Info, hier, das wäre jetzt zu verkaufen, einmalige Chance. Und da habe ich zugeschlagen, war super happy, weil das genau das Cabrio ist, was ich wollte. Es gibt ja zwei Sorten, einmal so ein Halb-Cabrio, was seitlich noch, sag ich mal, fast zu ist, nur oben offen, und meins, was voll offen ist. Das sollte es eigentlich immer sein, weil es mir am besten gefällt. Ja, und dann habe ich natürlich zugeschlagen, habe den Traum, den langjährigen Traum erfüllt und war erstmal super happy. Aber in dem Traum war eigentlich immer das Cabrio ein bisschen ja, anders dargestellt. Es sollte ein Rapid Cabrio Sport sein. Das war so das wirklich allerseltenste, was es gibt. Und das gab es nur aus Großbritannien, also Skoda UK hat das nur so angeboten, das Cabrio. Und dann, wenn da noch ein Sport dran stand, hat es ringsrum einen anderen Spoilersatz. Den konnte ich Gott sei Dank, dank Radek wieder, Radek hat den abgeholt, konnte ich ergattern. Das war riesige Preise werden dafür aufgerufen, aber es hat geklappt, konnte den ergattern. Wir haben den, sag ich mal, repariert. Der war ziemlich, also er wurde an dem Auto, wo er dran war, mit Hammer und Meißel und Flex irgendwie da so demontiert. Das sah man dem ganzen Satz an, aber wir haben es hingekriegt, dass es wieder super aussieht am Auto. Und somit war eigentlich der ganze Traum fertig gesponnen. Ich habe endlich einen Rapid Cabrio Sport und ja, damit bin ich super zufrieden. Ja, neben den älteren Skodas sind da auch ein paar modernere Projekte dazwischen gekommen. Einmal der Octavia 1 RS in Schwarz als Limousine. Ja, auch so ein Jugendtraum. Viele schwärmten vom Golf 4 GTI, aber ja, ist auch cool, aber bei mir muss das natürlich Skoda sein, und da ist das Pendant dazu der Octavia 1 RS als Limousine, damals noch limitiert. Heute gibt es viele Octavia S, aber Octavia 1 war noch limitiert. Und irgendwann hatte ich die Chance, stand in einem Skoda-Autohaus bei uns in der Nähe hier, der zum Verkauf aus erster Hand, konnte ich zuschlagen. Ja, die ersten Jahre viel mit Felgen was versucht und Gewinde noch tiefer, aber irgendwie auch viel kaputt gefahren, viele Lippen abgerissen. Und man sollte es dann Luft sein, bin zum wenig gebrauchten Satz TH Technics Luftfahrwerk gekommen. Und ja, somit war alles einfacher. Ich kam einfacher aus dem Grundstück raus. Und ja, was ich wollte, dass er gut da liegt, das klappt jetzt mittlerweile. Und Felgensatz bin ich nicht mehr ganz so verrückt jetzt. Es sind Octavia 3 RS Felgen in komplett schwarz. Die rutschen da schön rein hinten und ja, bin ich auch zufrieden mit. Ja, der Felicia, der kam irgendwann mal zwischendurch. Eigentlich war es nur ein Winterauto und habe mich auch viele Winter gekauft als super Schnäppchen mit angeblichem Motorschaden. Den Motor, den haben wir in wenigen Stunden doch wieder zusammengekriegt. Es war eigentlich nur ein Kopfdichtungsschaden mit leichten Folgen, aber der Motor an sich lief nach wenigen Stunden wieder und hat mich auch einige Winter gebracht. Dann hat er aber auch nach einem tschechischen nutenverstellbaren Fahrwerk der ersten Zeit, nachher gab es ein TH Technics Gewindefahrwerk, ein
kam natürlich immer tiefer, andere Felgen, die Felgen, innen auf Leder umgebaut, Sportline-Zubehör, das heißt rote Gurte vom Sportline, rote Tachoscheiben. Und ja, wurde irgendwie dann auch immer besser, nochmal ein paar Sachen lackiert, frische Stoßstangen, weil die hatten viele Parkrempler vom Vorgänger. Ja, und irgendwann war der dann doch zu schade für den Winter, dann ist es ein nächstes Sommerauto geworden. Und ja, jetzt seit letztem Jahr OZ Turbo, in ziemlich breit, was so auf dem Felicia so passt. Ziemlich viel Platz schaffen, dass die da auch so drunter stehen. Aber ja, steht im Auto gut, denke ich. Nebenbei kam mal irgendwann noch ein seltener Sebring-Auspuff, auch nicht mehr zu kriegen für die Skodas, sage ich mal, Favorit Felicia. Und klingt auch ganz gut, macht Spaß. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall, wie schon oft erwähnt, bei Radek bedanken, der es immer möglich macht, irgendwelche Teile zu besorgen, egal wie speziell das ist. Auch wenn ich sie manchmal finde, er ist trotzdem gewillt und nimmt seine private Zeit in Anspruch und holt sie für mich ab. Oder wenn ich wirklich gar nichts finde, er hat irgendwie immer noch einen speziellen Draht zu irgendwelchen tschechischen Kumpels, die mir das spezielle Zeug dann irgendwie doch besorgen. Da nochmal großes Danke an Radek, dass du immer ein offenes Ohr hast für meine Belange. Danke an meinen Papa auf jeden Fall, der viele Sachen immer möglich gemacht hat, was das Schweißen ist, das Tieferlegen der Heckmotore. Da ist er Spezialist. Und danke auch noch, lange her, aber danke an Thomas, dass du damals den himmelblauen Skoda 120 entdeckt hast in Mähnig. Ja, sonst gäbe es den wahrscheinlich nicht bei mir. Und ansonsten auch danke an meine Frau, dass sie immer Verständnis dafür hat, für noch einen Felgensatz und nochmal ein Fahrwerk und nochmal einen anderen Skoda und nochmal irgendwas Spezielles. Ja, danke auch an meinen Sohn Erwin, der das auch schon mitspinnt das Game und da auch schon immer begeistert ist. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Skoda aus meiner Sammlung ist. Ich kann mich da nicht so recht entscheiden. Und ansonsten, ja, viel Spaß noch und habt einen schönen Tag. Ciao. Geil, perfekt, geil.